Ahoi! Heute geht es auf die USS Enterprise und wir bauen diesen kleinen Flieger in groß. Und das alles dank Kobi. Ahoi und willkommen in der Norpenklötzchenscheune. Mein Name ist Blockstout. Heute nehme ich euch mit über den Luftraum des Pazifiks der 40er Jahre, wo eventuell eines dieser blauen Flugzeuge der Enterprise eine Grumman F6F Hellcat sein kann. Hier das Kobi-Set 5883, natürlich aus der Historical Collection World War II. Folgt mir jetzt auf meinem bepalmten Bautisch, dann schauen wir uns den Inhalt dieses Kartons genauer an. Kleiner Spoiler, das wird es. Ich bin Katzenfreund, deswegen freue ich mich, euch heute eine Höllenkatze auf meinen Bautisch zu zeigen aus der Historical Collection World War II in der Kooperation mit Northrop Grumman, das Kobi-Set 5883 im Maßstab 1:48, gebaut aus 235 Steinchen gleich, die Grumman F6F Hellcat, unsere Höllenkatze, hier in der Lackierung des Pazifikkrieges. Wir schauen uns natürlich einmal die Rückseite an und bestaunen die schön lackierte Kabinenhaube. Das alles im Maßstab 1:48. Wir sehen hier die gelben Propellerspitzen und auch da die Lackierung, die Hoheitsabzeichen, sowie hier diese große 32 und staunen dann über ein Originalfoto, was auf diesem kleinen Karton noch Platz hatte. Da die Fakten hier so klein sind, bekommt ihr sie sowieso groß bei mir gleich auf den Folien. Und ganz wichtig ist ja nicht, was ist auf den Karton gedruckt, sondern was befindet sich im Karton. Und deswegen lassen wir unsere Höllenkatze jetzt einmal fliegen. Da ist mit Krawum unsere Höllenkatze auf dem Bautisch gelandet. Wir haben 8 Tüten voller toller Kobi-Steine und wir sehen auch schon tolle bedruckte Kobi-Steine, wie hier auf der Motorhaube, dreifarbig, gefällt mir richtig gut, und die von mir angesprochene bedruckte kleine Kabinenkanzel, auch richtig nice. Ja, die Anleitung kommt hier im Postkartenformat, daher ist natürlich Hochglanz gedruckt und klammergebunden. Das ganze Flugzeug wird eine Spannweite von 27 cm haben, circa 10 cm hoch sein und eine Länge von 21,5 cm haben. Das könnt ihr aber alles gleich auf den Infokarten nachlesen. Ich packe mal die 8 Tüten zur Seite und wir schauen uns hier die Anleitung an. Ich habe es euch gesagt, klammergebunden. Altersempfehlung ab 6 Jahren, ist ja ein kleines Flugzeug, 235 Steinchen, wie gesagt im Maßstab 1:48. Wir reißen nachher hier die Tüten auf, verteilen unsere Steine. Ihr könnt die sortieren, wie ihr wollt. Wichtig ist, dass ihr zum Klemmen immer pro Baustep die Steine nehmt, hier in diesen Rechtecken mit den runden Kanten. Und immer der farbig hervorgehobene Baustep ist der aktuelle. Alles andere ist ausgegraut bzw. farbentsättigt. Wir haben Anlegehilfen wie hier, dann brauchen wir keine Noppen zählen, dann wissen wir, wie lang ist hier diese Flat-Teil in hellblau. So arbeiten wir uns durch und sind dann mit den Baustep 37 fertig. Später, ihr seht hier, Pfeile weisen uns den Weg. Und wie gesagt, Baustep 37, wenn wir hier die Antennen und die Bewaffnung, Maschinengewehre, Maschinenkanonen einbauen. Auf der letzten Seite haben wir dann Teileübersichten. Das heißt, wenn euch ein Teil fehlt, könnt ihr hier gucken, welche Nummer hat er, und könnt das dann bei Kobi auf der Webseite, die wir hier unten sehen, dann monieren. Ich hoffe, ich habe nichts zu monieren. Ich hoffe auch, ihr habt nichts zu monieren, denn ich schneide jetzt die Tüten hier auf, klemme dieses Flugzeug, und während ich das klemme, bekommt ihr tolle Fakten, bei denen ich euch von ganzem Herzen viel Spaß wünsche. Speedbildzeit ist Faktenzeit und natürlich sprechen wir heute über die Hellcat, wenn wir sie schon so schön auf dem Bautisch liegen haben. Und ich verspreche euch, es gibt heute Fakten, die ihr so noch nicht kanntet. Viel Spaß! Die Grumman F6F Hellcat war ein trägergestütztes Jagdflugzeug der US Navy im Zweiten Weltkrieg, das eine entscheidende Rolle im Pazifikkrieg spielte. Sie wurde entwickelt,
um die von Japan eingesetzten Flugzeuge wie die Mitsubishi A6M zu übertreffen. Die Hellcat war bekannt für ihre Robustheit, ihre einfache Handhabung und ihre hohe Effektivität im Luftkampf. Die Entwicklung der Hellcat begann im Jahr 1939. Das Flugzeug flog erstmals im Juni 1942. Bereits im Jahr 1943 wurde es dann in die aktive Dienststellung übernommen. Die Produktion wurde bei der Grumman Aircraft Engineering Corporation durchgeführt und insgesamt wurden mehr als 12.200 Hellcats bis zum Kriegsende hergestellt. Die Grumman F6F Hellcat hatte eine Länge von 10,4 Meter und eine Spannweite von 13,1 Meter. Das Leergewicht betrug etwa 4.300 Kilogramm, während das maximale Abfluggewicht bei rund 7.300 Kilogramm lag. Der Antrieb erfolgte durch einen Pratt & Whitney R2010 V-Double Wasp Sternmotor mit 1850 PS, der eine Höchstgeschwindigkeit von 620 Stundenkilometern ermöglichte, je nach Quelle. Die Reichweite lag bei etwa 1900 Kilometern, was es der Hellcat ermöglichte, lange Einsätze über den Pazifik zu fliegen. Die Bewaffnung der Hellcat bestand aus 6 12,7 mm Maschinengewehren, die in den Tragflächen montiert waren. Zusätzlich konnte das Flugzeug bis zu 16,3 Tonnen an Bomben oder Raketen unter den Tragflächen und dem Rumpf mitführen, was es zu einem effektiven Jagdbomber machte. Diese vielseitige Bewaffnung und die robuste Bauweise ermöglichten es der Hellcat, sowohl feindliche Flugzeuge zu bekämpfen, als auch Bodenziele anzugreifen. In Bezug auf die Kampfleistung erzielte die Hellcat beeindruckende Ergebnisse. Sie wurde zum erfolgreichsten Jagdflugzeug der US Navy und beanspruchte etwa 5.253 Abschüsse von feindlichen Flugzeugen während des Krieges. Dies entspricht etwa 76% aller durch die US Navy erzielten Luftsiege im Pazifik. Die Verlustrate war mit einem Verhältnis von 19:1 im Vergleich zu abgeschossenen feindlichen Flugzeugen bemerkenswert niedrig. Ein weiterer wichtiger Aspekt war die einfache Handhabung der Hellcat. Viele Piloten, die zuvor mit der F4F Wildcat geflogen waren, fanden den Übergang zur Hellcat unkompliziert, da sie trotz ihrer Größe und Leistungsfähigkeit relativ einfach zu fliegen war. Die verstärkte Panzerung und die Selbstabdichtung der Treibstofftanks trugen zur hohen Überlebensfähigkeit des Flugzeugs bei. Die Hellcat wurde in zahlreichen Schlachten eingesetzt, darunter die Schlacht um die Philippinen, die Schlacht im Golf von Leyte und die Schlacht um Iwo Jima. Sie war besonders effektiv in der sogenannten Great Marianas Turkey Shoot im Juni 1944, bei der die US Navy die japanischen Luftstreitkräfte entscheidend schwächte. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs blieb die Hellcat noch bis in die späten 40er Jahre im Dienst, bevor sie durch modernere Flugzeuge wie die Grumman F8F Bearcat und die ersten strahlgetriebenen Flugzeuge ersetzt wurde. Dennoch bleibt die Hellcat ein Symbol für die erfolgreiche Luftstrategie der USA im Pazifikkrieg und wird oft als eines der effektivsten trägergestützten Jagdflugzeuge des Zweiten Weltkriegs angesehen. Zusammenfassend war die Grumman F6F Hellcat ein entscheidendes Werkzeug der Alliierten im Pazifikkrieg. Ihre robuste Bauweise, die vielseitige Bewaffnung und die überlegene Leistung gegenüber feindlichen Flugzeugen machten sie zu einem dominanten Flugzeug in der Luftkriegsführung. Sie spielte eine wesentliche Rolle in der erfolgreichen Offensive der USA gegen Japan und bleibt bis heute ein Symbol für technische Überlegenheit und militärische Effizienz. Nach einer knappen Fußballhalbzeit, also 40 bis 45 Minuten Bauzeit, steht sie da. Unsere Grumman F6F Höllenkatze, die Hellcat, 235 Steinchen, das Historical Collection World War II Set von Kobi, die 5883 im Maßstab 1:48 aus der Kooperation mit Northrop Grumman. Und ich habe es versucht, hier ein bisschen pazifisch zu machen mit ein paar Palmen und einem Flugzeug aus der gleichen Kategorie im Maßstab 1:28, unsere TBF Avenger 5752. Die F4F Wildcat, die es von Kobi gibt, die passt hier leider nicht in diese Kategorie, denn die hat hier einen anderen Maßstab. Ich erwähne es immer wieder gerne, schaut hier oben auf dem i, da findet ihr meine Kobi Playlist, da findet ihr
fast alles, was Kubi in den letzten Jahren hergestellt hat als Video. Und mit fast sage ich, dass immer noch etwas dazukommt, immer mehr, immer mehr. Lasst mir ein paar Daumen da, ein paar Kommentare. Das motiviert, um noch mehr Kubi-Videos zu machen. Ich kann hier bei diesem Set nicht viel sagen, außer dass wir nur ein bisschen Steinchen über haben. Normalerweise ist Kubi da immer etwas generöser, aber wir haben hier nur 4 Bügelperlen und einen Bügelperlenapplikator, also dieses Rohrteil. Das war's an Steinen, was wir über haben, und eine Anleitung, die nicht schwer zu lesen ist. 6 plus passt, auch wenn wir hier mit Bügelperlen arbeiten. Ab und zu muss man mal ein bisschen aufpassen, wegen diesen ausgegrauten und dann diesen weißgrauen Steinen. Da seht ihr es, aber sonst ist das hier wirklich sehr leicht zu bauen. Und wir haben hier das typische Baurichtungsumkehr, Bracket-Gewitter, was wir bei Kubi-Flugzeugen haben am Rumpf, um so ein Flugzeug zu bauen. Da seht ihr ein bisschen auch dieses Hellblau mit diesen ausgegrauten. Das hebt sich ein bisschen ab, beziehungsweise nicht so sehr ab. Aber sonst, wie gesagt, ist diese Anleitung sehr leicht zu lesen. Geschenkt. Zeige ich euch mal das Flugzeug, das ja sehr klein daherkommt. Wie gesagt, Maßstab 1:48, und ich bin einfach Fan dieser Flugzeuge. Ich mag das Pazifik-Thema vielleicht, weil es ein anderes ist als das, was wir schon immer kennen hier aus unserer Heimat geschichtlich. Deswegen mag ich diese blauen, weißen, tarnfarbigen Flieger mit roten Punkten oder Sternen. Ich habe da einfach ein Faible für. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich früher sonntags mit meinem Vater immer Pazifikgeschwader gesehen habe auf RTL, und ich kann nie genug Corsairs, Avengers, Wildcats, Zeros und Kawasakis haben. Mir gefällt es. Nicht umsonst habe ich mir immer die Palmen hier gebaut, weil ich im Hinterkopf immer noch habe, irgendwann mal so ein Flugfeld-Diorama zu bauen. Und dann ist natürlich der Maßstab 1:32 irgendwie cooler. Wir hatten es bei der Thunderbolt, bei der Limited Edition, dass es da sogar Goodies dazu gab. Und sowas würde ich mir mal wünschen hier bei einem Pazifikflieger. Und deswegen bin ich so traurig, dass dieses Flugzeug so klein ist. Ich weiß, Platz ist ein Thema. Bei mir ist Platz auch ein Thema. Und ihr seht, eine Hand groß ist unser Flugzeug hier. Passt gut in Regale, klar, wenn man sammeln will. Aber ja, weiß ich nicht, ich hätte es gerne größer. Ich bin bei Flugzeugen aus dem Zweiten Weltkrieg halt Fan vom Maßstab 1:32. Bei den Bombern und Transportflugzeugen verstehe ich das, da ist irgendwann die Größe erreicht, aber hier, ja. Wie gesagt, schreibt mir eure Meinung mal in die Kommentare. Hier können wir auf jeden Fall hervorheben die tollen Drucke. Hier über mehrere Steine, zum Beispiel hier mit den Hoheitsabzeichen, unserem Stern. Dann natürlich hier mit der 32 auf der Seite, da auch die Sterne der US Army Air Force. Und dann hier das gleiche, und auch, dass unser Propeller die Spitzen bedruckt hat und die Haube hier zweiteilig bedruckt ist. Das ist der Hammer. Und vor allen Dingen auch bedruckte Kanzeln. Das ist auch super. Und ja, das ist auch so ein Punkt, der mich immer stört. Es geht bautechnisch nicht anders, ich weiß das, aber dass man hier immer so die Noppen durchschimmern sieht, das gefällt mir nicht. Obwohl ich sonst ein Fan davon bin, dass man erkennt, dass es Klemmbausteine sind. Hier fällt es nicht ganz so auf, weil wir halt diesen dunkelblauen, royalblauen, fast ins Lila gehende Druck auf diesem Transclear-Teil hat, und damit verschwimmen so ein bisschen die Noppen. Das ist ganz gut gelöst. Schön ist halt auch dieses dreifarbige von diesem Blau, Hellblau zu diesem Weißgrau. Das gefällt mir auch ganz gut, und auch unten ist für so einen Maßstab relativ clean alles gehalten. Wir können auch das Fahrwerk abmachen, indem wir einfach hier das Fahrwerk so abziehen, und wir könnten auch trägermäßig unsere Flügel einklappen. Das ist ja hier mit einer Hinge-Bautechnik gelöst, damit wir ja diese Form hinbekommen. Aber ihr seht auch hier, wir könnten ein bisschen hier, da müssen wir ein bisschen tricksen. So, dieser Stein müsste eigentlich weg. Dann, boing. Dann könnten wir hier auch Flügel einklappen, wenn wir das wollen. Wenn wir so ein bisschen, sage ich mal, Pazifikraum hinbekommen wollten. Aber wir müssen natürlich hier wieder in die richtige Form gehen, denn das ist eigentlich nicht Sinn und Zweck von Kubis Bautechnik, sondern eigentlich nur, damit wir hier diese Flügelpfeilung hinbekommen. Aber ich finde es trotzdem immer ein lustiger Effekt. So kann man vielleicht mit ein paar grauen Steinen auch das Oberdeck zum Beispiel der Enterprise nachbauen. Ich habe das schon bei dem einen oder anderen mal gesehen, der sich solche Decks gebaut hat. So, und dann packen wir es wieder da rein oder wie wir das wollen. Ich mache es jetzt so, und dann haben wir hier unsere schöne Höllenkatze. Bautechniken sind ja klar, habe ich euch gerade schon gezeigt.
Hier wieder Baurichtungsumkehr, Brackets, überall Brackets, damit wir dann hier die Fliesen drauf bauen. Und Formteile haben wir natürlich hier auch mit den Flügelenden hier komplett mit dem Höhenruder, und auch das Seitenruder ist natürlich ein Formteil. Das bleibt bei dem Maßstab nicht aus, und auch diese riesen Wedges könnte man ja als Formteil bezeichnen. Ich kann hier eigentlich nicht wirklich viel meckern. Es ist ein kleines, solides Flugzeugchen, das all das macht, was es soll. Es geht schnell zu bauen, das ist vielleicht der einzige Nachteil, dass ich es zu langweilig dann finde im Bau vielleicht. Aber für einen Kubi-Einsteiger ist das perfekt, und ja, ich wiederhole mich, es ist der Maßstab. Und wahrscheinlich werde ich auch gleich beim Outro, beim Ende, wenn wir uns nochmal in die Augen schauen, auch über den Maßstab reden. Und wenn ihr jetzt Detailbilder bekommt von diesem Flugzeug, in denen ihr nochmal alles genauer seht, das, was ich euch gerade gezeigt habe, nochmal in Bildform bzw. in Drehform diesmal, aber mit Fokus auf Details, werde ich vielleicht auch wieder über den Maßstab reden. Ich wünsche mir solche Flugzeuge einfach im Groß. Meine Meinung. Lasst mir eure Wissen, schreibt es in die Kommentare, und jetzt, wie versprochen, die Detailbilder. Ja, liebe Freunde, wie versprochen, und Kenner meiner Videos wissen es, an dieser Stelle gibt es immer Detailbilder, damit ihr euch selber einen Eindruck von dem geklemmten Set verschaffen könnt. Hier diesmal in Bewegtform 360 Grad und sogar mit Zoom ins Detail. Ich hoffe, es gefällt euch. Mir hat dieses Set ja Spaß gemacht, bis auf das Thema Maßstab. Und ich werde es gleich auch nochmal sagen. Maßstab, Maßstab, Maßstab. Das ist das große Problem bei Kubi. Und dass wir nicht alles von Kubi kriegen, was wir gerne hätten. Deswegen würde ich mich freuen, wenn ihr vielleicht eure Wünsche, was das Thema Pazifiktheater angeht, unten mir in die Kommentare schreibt. Hättet ihr vielleicht gerne wie ich eine Dauntless oder ein Flugboot der Japaner? Schreibt's mir gerne unten in die Kommentare. Ich bin da echt gespannt, und ich glaube, bei Kubi ist der stete Tropfen auch die Lösung auf den Stein, nämlich je öfter wir das schicken, und ich mache das, ich schicke Kubi ab und zu E-Mails, indem ich mir Sets wünsche bzw. meine Wünsche äußere, umso besser ist es. Und wenn ich weiß, ich habe da eine stärkere und immer stärker werdende Community hinter mir, dann bringt das vielleicht irgendwann mal etwas. Trotzdem möchte ich mich nicht beschweren, denn dass Kubi generell diese Serie hier macht mit diesen Pazifikflugzeugen, freut mich ungemein. Es sollte bloß der richtige Maßstab sein. Aber Freunde, lassen wir das. Ihr hört das gleich noch einmal. Ja, Freunde, da ist das Video schneller zu Ende, als dass ich mir wünschen könnte, im Pazifik Urlaub machen zu können, und dass ich hier nicht schon wieder über den Maßstab reden muss. Kubi, dieses Flugzeug ist cool. Ich habe es euch vorhin gesagt, schnell weggesnackt, Drucke, alles okay. Aber dieser Maßstab, warum nicht im Maßstab 1:32? Ihr könnt euch erinnern, wenn ihr hier oben auf dem i guckt, findet ihr meine Kubi-Playlist, und da findet ihr auch das Video hier zu unserer Avenger. Und selbst da habe ich gesagt, Mensch, warum nicht im Maßstab 1:32? Wir haben es ja schon mit der Wildcat, wir haben es mit der Thunderbolt, alles im 1:32er Maßstab bei Kubi schon erfahren und erhalten. Das hat Spaß gemacht, und es sind große Flugzeuge, ja, aber warum es nicht durchziehen hier mit unserer Hellcat? Und auch die Avenger würde ich einfach lieber im Maßstab 1:32 sehen. Das ist alles, was ich hier zum Set sagen kann. Über den Preis, gut, kann man streiten. Ich als Sammler habe da immer einen anderen Blick drauf. Lasst mir bitte aber eure Kommentare da. Gebt mir euer Feedback, eure Meinung zum Thema Maßstab, gerade hier bei diesen Flugzeugen vom Pazifik-Kampfraum. Das würde mich echt interessieren. Gebt mir viele Daumen hoch oder auch Daumen runter, ist egal, aber lasst mich da auf jeden Fall eine Interaktion wissen, denn das freut den Algorithmus so sehr wie eine Flak-Batterie ein ankommender Kamikaze-Flieger. Also bitte gebt mir Feedback. Und in diesem Sinne, Freunde, träumen wir uns alle jetzt an die Palmen. Natürlich keinen Kopf drunter halten, sonst fällt die Kokosnuss drauf. Nein, ich wünsche euch eine schöne, warme Zeit, auch wenn es gerade kalt ist, und vor allen Dingen bei Flugzeugen einen guten Flug. Auf Wiederbauen, euer Oberklemmbart Blockstar.